Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Heute in Session 3 lernen wir, wie wir unsere erstellten Tabellen ganz gezielt über spezifische sogenannte Suchfunktionen, Lookup-Funktionen miteinander verbinden. Wir haben im letzten Teil kennengelernt, wie wir Tabellenobjekte anlegen und diese editieren, welche Veränderungen sich in der Menüführung ergeben und warum es Sinn macht, immer Datenstrukturen als Tabellen anzulegen. Wir werden heute mehr darüber erfahren, was die weiteren Vorteile der Tabellenstrukturen sind und wie wir Tabellen miteinander verknüpfen. Insgesamt lässt sich sagen, dass mit der Einführung von Office 365 und damit auch Excel 365 die Grundlagen geschaffen worden sind, mit Excel auch sehr große Datenmengen leistungsfähig und effizient zu analysieren. Dementsprechend sind viele der Funktionen überarbeitet worden oder von Grund auf erneuert worden, um mit diesen großen Datenmengen effizient umzugehen. Ebenso sind die Tabellenobjekte, die mit Excel 2007 eingeführt worden sind, stetig verbessert worden und auf Leistungsfähigkeit, Performance optimiert worden. Und damit steht der Modellierung leistungsfähiger, performanter Modelle in Excel nichts mehr im Wege. In der Session 1 haben wir theoretisch kennengelernt, dass wir Tabellen über das sogenannte Primär- und Fremdschlüsselkonzept miteinander verbinden können. Wir haben verstanden, dass beispielsweise in der Produktdatentabelle die Product ID dort als Primärschlüssel die einzelnen Datensätze, die jeweils für ein einzelnes Produkt mit Preis stehen, dort eindeutig identifizieren. Nur wenn genau diese ID auch in einer anderen Tabelle vorkommt und dort als sogenannter Fremdschlüssel weitergereicht wird, dann lässt sich eine Verbindung über diese Tabellen herstellen. Das heißt, dann können der Produktdatentabelle beispielsweise Preise entnommen werden, die in der Sekundärtabelle nicht enthalten sind. In der Order-Tabelle haben wir verstanden, dass die Order-ID dort jede einzelne Order eindeutig identifiziert. Des Weiteren ist dort eine Schlüsselreferenz in der Spalte E eingetragen. Dort erscheint eben die Produkt-ID, die wird aus der Produktdatentabelle in die Order-Tabelle weitergereicht und taucht hier als Fremdschlüssel auf. Mithilfe dieser Produkt-ID lässt sich also nun eine Verbindung herstellen zwischen den beiden Tabellen TBL Orders und TBL Products. Wie bereits erwähnt, kann ich in einem Excel Workbook die Verbindung zwischen zwei Tabellen nur über eine Funktion herstellen und eine solche Funktion lernen wir jetzt kennen. Ja, viele von euch, die schon länger mit Excel arbeiten, werden die Funktionen VLOOKUP und HLOOKUP, also vertikaler Spaltenverweis und horizontaler Verweis, gut kennen. Mit diesen Funktionen lassen sich sehr leicht Referenzdaten aus sogenannten Mapping-Tabellen auf anderen Tabellenblättern in das Haupttabellenblatt verlinken oder überführen. Von nun an wollen wir uns aber der Funktion XLOOKUP zuwenden, die extrem speichereffizient mit den neuen Tabellenobjekten zusammenarbeitet und die vorgenannten Funktionen komplett ersetzt. Die dürft ihr also getrost vergessen. Schauen wir uns also die Funktionsweise der XLOOKUP-Funktion an, deren Aufbau wie folgt aussieht. Zunächst geben wir
einen sogenannten Suchwert, einen Lookup Value in die Funktion herein. Das ist die Produkt-ID in der Order-Tabelle. Diese Produkt-ID würden wir suchen in einer Referenztabelle, nämlich der Produktdatentabelle, in der entsprechenden Suchspalte. Und bei Finden dieser einzelnen Produkt-ID würde aus der Spalte Preis aus der entsprechenden gefundenen Zeile der Wert zurückgegeben werden. Bauen wir also die Funktion zusammen einmal auf. Dazu klicken wir in die Preisspalte, in die erste Zeile, starten die Funktion gewohnt mit einem Gleichheitszeichen und dem Funktionsnamen, Klammer auf. Dann wird die Vorschau der notwendigen Eingaben angezeigt, Schritt für Schritt. Zunächst der Lookup Value, das wäre also meine Product ID. Dann klicke ich entsprechend auf die Zelle. Und was wir jetzt im Vergleich zu herkömmlichen Datenbereichen sehen, dass wenn wir in einer Tabelle eine Funktion schreiben, sprechende Namen in der Formel angezeigt werden, im Gegensatz zu normalen Zellbezügen, wie dies früher der Fall war. Das heißt, ein Add verweist darauf, dass wir auf ein einzelnes Element der Produkt-ID-Spalte verweisen. Dann setzen wir das Semikolon und können jetzt mit der Maus entsprechend den Lookup Array, das heißt die Suchspalte in der Referenztabelle TBL Products markieren. Dazu wählen wir das Tab aus und markieren entsprechend den Datenbereich der Produkt-ID-Spalte. Das heißt, wir sehen automatisch die Eingabe in die Formel TBL Products und die entsprechende Spalte in eckigen Klammern. Dann geben wir als drittes Element auch noch den Suchbereich, den Suchvektor ein. Das ist entsprechend der Preis. Auch hier würden wir wieder die gesamte Spalte markieren. Und damit werden die Pflichteingaben in diese Formel auch schon abgeschlossen. Heißt, wenn wir ein weiteres Semikolon setzen würden, dann sehen wir hier in eckigen Klammern den optionalen Parameter if not found angegeben. Das heißt, wenn eben kein Element gefunden würde, dann könnten wir zum Beispiel not found als Ausgabe angeben. Dann haben wir noch den vorletzten Eingabeparameter Match Mode. In den alten Suchfunktionen VLOOKUP beispielsweise war es immer so, dass das exakte Finden eines Wertes gesondert angegeben werden musste, indem ich in den Parameter False eingebe oder Null eingebe. Das ist hier in der modernen XLOOKUP-Funktion allerdings der Default. Insofern wäre der Exact Match nicht gesondert anzugeben und ich schließe jetzt hinter Not Found entsprechend die Klammer und drücke die Enter-Taste. Anders als bei herkömmlichen Formeln ist es bei Tabellenformeln so, dass die ganze Tabellenspalte mit der eingegebenen Formel ausgefüllt wird. Genauso müsste eine Änderung dieser Formel auch nur in einer Zelle der Spalte durchgeführt werden und die Änderung wäre wirksam für die gesamte Spalte. Nun, jetzt wollen wir zum Schluss noch den Umsatz für jede einzelne Order berechnen. Das ist eine klassische Berechnung, wie wir sie kennen, indem wir hier Quantity und Price miteinander multiplizieren, ein sogenannter Calculated Item. Auch hier tragen wir ganz normal die Formel ein, starten mit dem Gleichheitszeichen und können jetzt auf die jeweiligen Elemente mit der Maus zeigen und durch eine Multiplikation verbinden. Da wir uns hier auf jeden einzelnen Wert beziehen und ja zeilenweise die Multiplikation durchgeführt wird, wird hier mit dem Add-Zeichen auf die jeweilige Spalte verwiesen. Die Enter-Taste führt die Operation wiederum für die gesamte Spalte durch. Was wir nun geschaffen haben, ist eine Auswertungstabelle, die wir angereichert haben um Preisinformationen und Umsatzinformationen. Was wir nun tun können, ist auf diesem Tabellenobjekt eine Pivot-Tabelle aufzubauen. Das können wir ganz einfach tun, indem wir in die Tabelle an irgendeiner Stelle klicken und so dann über die Hauptnavigation Insert oder Einfügen
und dann ganz links über das Icon Pivot-Tabelle gehen. Dort wird sofort angezeigt, dass die Tabelle, die Grundlage für die Pivot-Auswertung ist, die TBL Orders ist. Das ist richtig und das Ergebnis würden wir auf ein neues Worksheet, auf ein neues Tab setzen wollen, auf ein neues Arbeitsblatt. Wir bestätigen mit OK und sehen, dass wir alle Felder der angereicherten Ursprungstabelle TBL Orders hier zu Auswertungszwecken zur Verfügung haben. Machen wir nun eine ganz einfache Pivot-Auswertung, indem wir die Kunden mit den Produkten und deren Umsatz jeweils in Beziehung setzen, können also die Kunden in den Row-Bereich, die Produkte in den Spaltenbereich und den Umsatz als Kalkulationselement eintragen. So, diese Auswertung ist schon mal nicht schlecht. Allerdings ist es auch gar nicht so aussagekräftig, weil wir nicht wissen, welche Produktnamen hier verwendet sind und auch nicht welche Kundennamen. Insofern wäre es auch schön, wenn man in die Auswertungstabelle hier die Kundennamen und die Produktnamen mit überführen würde. Das wollen wir an dieser Stelle aber nicht tun, weil im nächsten Video möchte ich euch gerne zeigen, wie wir auf ganz einfache Weise auch Daten tabellenübergreifend auswerten kann. So viel für heute, die Beziehung über XLOOKUP. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie auch immer, lasst uns gerne einen Like oder abonniert den Kanal und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin.